So Leute, ich hoffe, das Intro hat euch gefallen. Ich dachte mir, ich starte das Video mal ein bisschen epischer. Was soll ich sagen? Halbzeit mit dem C63S AMG Coupé. Ja, es sind jetzt schon wieder fast 6 Monate rum. Krass, wie schnell die Zeit vergangen ist. Anfang August habe ich den Wagen abgeholt. Wenn ihr schon länger auf meinem Kanal dabei seid, dann wisst ihr vielleicht, dass ich immer so nach einem halben Jahr ein Fazitvideo über meine Autos mache. In der Regel fahre ich meine Fahrzeuge grundsätzlich nur ein Jahr, weil das ist mein Beruf. Ich habe gern jedes Jahr ein neues Auto, um auf YouTube auch wieder was Neues, Aktuelles zu präsentieren. Deswegen Halbzeit jetzt. In einem halben Jahr gebe ich ihn zack wieder zurück. Ja, wie so meine Gedanken zu dem Wagen sind, nachdem ich den ja jetzt 6 Monate gefahren bin. Also erstmal muss ich sagen, es ist genau das Fahrzeug, was jetzt für meine aktuelle Situation eigentlich richtig war. Ich habe ja vorher ein paar sportlichere Fahrzeuge gehabt, also wirklich in der Sportwagenklasse. Wenn ihr es vielleicht nicht wisst, dann sage ich noch mal kurz, hiervor bin ich ein Audi R8 RWS gefahren, einen Porsche GT3 hatte ich. Letztes Jahr, als ich mir den C63 bestellt habe, habe ich gesagt, ich brauche einen sportlichen Alltagswagen, den ich auch so ein bisschen umbauen, modifizieren kann, also quasi als Projektauto nehmen kann. Das kannst du halt mit gewissen Fahrzeugen nicht, gerade im Leasing ist es einfach nicht erlaubt. Bei Mercedes war direkt so, ihr wisst, ich kriege Sonderkonditionen, weil ich halt auch eben in der Öffentlichkeit stehe und kann auch Sonderabsprachen treffen. Zum Beispiel wie jetzt hier bei dem Wagen, wo ich dann vorher schon abgesprochen habe, dass ich gewisse Sachen daran machen lasse. Das war nämlich vielen gar nicht so klar. Viele fragen mich immer, ey, das Auto ist doch geleast, wie kannst du denn daran Sachen modifizieren oder musst du die wieder zurückrüsten? Nein, das ist vorher abgesprochen, also der Händler weiß Bescheid. In der Regel kriegt er den ja jetzt auch wahrscheinlich für wesentlich mehr wieder verkauft, wenn ich den zurückgebe, weil das Auto einfach jetzt auch noch viel hochwertiger ist und gewisse Ausstattungsdetails hat, die du jetzt so gar nicht konfigurieren kannst bei einem Neufahrzeug. Und es gibt bestimmt viele, die sagen, boah geil, genau sowas suche ich. Ich werde euch auch gleich nochmal das Auto komplett von innen und außen zeigen, was ich gemacht habe, für den Fall, dass ihr noch relativ neu dabei seid und es nicht wisst oder auch, wenn ihr schon länger dabei seid, um das Ganze nochmal aufzufrischen, damit ihr nochmal genau wisst, okay, das und das hat die Sophia daran gemacht. Jetzt sage ich euch erstmal so meine Gedanken dazu. Es ist nicht der emotionalste Wagen, den ich je hatte. Das muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Es liegt aber auch daran, dass ich halt vorher schon Autos in der wirklichen, ich sag mal, Sportwagenklasse hatte. Also für einen Alltagswagen ist dieses Auto super sportlich. 510 PS, der schiebt so krass vorwärts, wenn man Gas gibt. Der hört sich auch immer noch sehr schön an, obwohl er natürlich leiser geworden ist. Ich habe ja mal einen Vergleich auch gemacht mit dem Vorgänger. Also da ist schon deutlich ein Unterschied im Sound, gerade auch im Stand. Wenn man Standgas gibt, liegt aber auch daran, dass er nicht mehr komplett so hoch dreht wie der Vorgänger zum Beispiel. Nichtsdestotrotz immer noch ein emotionaler Sound. Ich kann ja gerade mal hier, wenn man es hört, ich schalte mal runter. Also klingt immer noch schön, blubbert richtig. Beim Schalten hört man so dieses Buff, so, ich kann es gar nicht beschreiben. Soundmäßig muss ich sagen, für einen Alltagswagen brauche ich gar nicht mehr. Und um ehrlich zu sein, fahre ich den Wagen zu 80, wenn nicht sogar 90% immer auf dem Komfortmodus, ja. Man denkt sich jetzt immer so, ja, die Sophia, ne, wenn die solche Autos fährt, immer Sport Plus, immer Vollgas. Nee, ist nicht so. Das ist mein Alltagswagen. Natürlich auch auf der Autobahn, wenn sie mal frei ist, gebe ich vielleicht auch hin und wieder mal gerne Gas. Aber wie oft hat man die Situation noch? Ich fahre eigentlich gerne gemütlich damit. Es reicht, wenn ich weiß, dass ich Gas geben könnte. Und in manchen Situationen kann ich es ja auch oder mache ich es ja auch. Aber überwiegend fahre ich wirklich im Komfortmodus, habe sogar auch die Klappe vom Klappenauspuff zu. Wenn ich aber gerne mal ein bisschen emotionaler unterwegs bin, dann mache ich die Musik aus und mache hier die Klappe auf, stelle auf Sport Plus und dann... Ja, wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht der emotionalste Wagen, habe ich ja gerade schon erwähnt. Für das, was ich jetzt einfach zu dieser Zeit brauchte, ist es aber der richtige Wagen gewesen. Einmal, weil ich ihn modifizieren konnte, weil ich letztes Jahr auch gar keinen Sportwagen selber hätte bewegen können. Also es gab nur 2 Situationen letztes Jahr, wo ich einen Sportwagen tatsächlich brauchte. Das war die Norwegen-Tour, da habe ich aber netterweise ein Pressefahrzeug vom Mercedes bekommen, einen AMG GTC
war das perfekte Auto für diese Tour. Und dann ein Treffen, das Cars & Coffee in Brescia, da hatte ich aber noch meinen R8. Das war dann die letzte Woche, bevor ich meinen R8 auch zurückgegeben habe. Ansonsten hätte der Wagen einfach nur sinnlos bei mir in der Garage gestanden. Also so ein richtiger Sportwagen. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, Alltagswagen, der sportlich ist, das brauche ich. Und dafür war der C63 einfach die beste Wahl. Kommen wir zum Thema Image. Viele Leute, als ich auch meinen Wagen abgeholt habe, haben geschrieben, oh, C63 fährt ja jeder kann sich so ein Auto holen, bla 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 bla. Ich hole letztendlich so ein Auto, weil es mir gefällt. Mir ist wirklich komplett egal, wer so ein Auto fährt, wie viele so ein Auto fahren, ob auch viele andere YouTuber so ein Auto fahren. Das Auto gefällt mir wirklich sehr. Ich finde es sehr elegant, nicht irgendwie assi oder sowas. Das ist immer eine Sache, wie man selber, also eigentlich macht nur ein Fahrer ein Auto zu dem, was es ist. Ja, wenn du assi damit umgehst, wenn du assi damit fährst, dann ist es eine Assi-Karre. Aber es bedeutet nicht, dass das Auto an sich assi ist oder ein Assi-Image hat. Der Wagen ist super bequem. Ich nutze ihn auch so, wofür er gemacht ist. Er ist nicht gemacht, um auf Rennstrecke zu fahren, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist kein Auto, mit dem ich auf Rennstrecke fahren würde. Habe ich schon gemacht mit auch C63 Pressefahrzeugen damals, bevor ich mir den bestellt habe. Aber es war auch direkt so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist kein Rennstreckenauto. Die Hersteller versuchen natürlich immer gerne so ein bisschen einen auf Action zu machen, zu zeigen, hey, du kannst auch, wenn du möchtest. Wenn das stärkste Auto ist, in dem man je gesessen hat, dann wird man wahrscheinlich sagen, boah, das ist das sportlichste Auto überhaupt. Aber wenn man schon Vergleiche hat und auch andere Autos gefahren ist, dann nimmt man den Wagen nicht mit auf Rennstrecke. Aber ich will jetzt auch hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also ich kann ja nicht einen C63 Coupé, was relativ auch schwer ist, mit einem, weiß ich nicht, Porsche GT3 vergleichen. Ja? Für was er gemacht ist eigentlich, für ein Alltagsauto, für einen sportlichen Alltagswagen, mit dem man zu Geschäftsterminen fahren kann, mit dem man aber auch mal ein bisschen Spaß haben kann auf dem Bergpass und, ist das perfekte Auto. Jetzt steige ich aber noch mal kurz aus und zeige euch noch mal, was ich an dem Auto schon bisher alles gemacht habe. Ja, da ist er, so sieht er von außen aus. Die meisten von euch kennen den Wagen ja schon. Ich erzähle euch noch mal so ein bisschen was dazu. Der ist auch nicht so gerade aktuell im Originalzustand. Der hat jetzt die Winterräder drauf, die leider so aussehen. Mir persönlich gefallen die nicht so. Die sind jetzt hier in Chrom bzw. Silber, Grau. Ich weiß es gar nicht. Schwer zu sagen. Also hier innen sind die so grau und das hier halt so, ja, wie so gebürstetes Aluminium sieht das irgendwie aus. Normalerweise sind die schwarzen größeren Felgen drauf, die einfach meiner Meinung nach besser zum Auto passen, weil sonst hier auch nichts mehr irgendwie in Silber oder Aluminium ist. Das erste, was natürlich auffällt, ist die Farbe. Die ist nicht original. Der Wagen ist normalerweise ganz normal schwarz. Viele haben mich auch gefragt, ob die schwarzen Parts im Auto nochmal foliert sind. Die Streifen ja. Es ist schier unmöglich, so zu folieren, dass du quasi das hier einfach auslassen kannst und immer noch eine gerade Kante, dass du dann immer noch eine gerade Kante hast. Also der schwarze Streifen wurde quasi hier nochmal drüber foliert, genauso wie der an der Seite da auch. Hier die Teile sind original, so ist die Originalfarbe. Das hier und das hier. Ja, dann habe ich noch hier die Embleme selber nachbestellt, weil die gab es nur in Silber und ich mag halt eben kein Silber oder Aluminium oder wie auch immer am Fahrzeug. Bei der Folierung mussten die Originalembleme abgenommen werden, ist ja klar, du kannst ja nicht da drüber folieren. Dann habe ich sie einfach in schwarz auf Amazon bestellt, hat gar nicht viel gekostet. Ich glaube 30, 40 Euro, alle Embleme zusammen. Hat nur lange gedauert, weil die aus China kamen. Halten aber sehr gut, muss ich sagen. Da hatte ich erst ein bisschen Sorge vor, hier wegen Autowaschen und so, ob die dann kleben bleiben, aber die halten top. Hier unten habe ich den Streifen foliert vom Edition One, also der C63 Edition One wurde halt original mit so einem Streifen damals in Gelb ausgeliefert. Ich fand die Optik davon eigentlich ganz cool. Ich habe natürlich keine Edition One, aber ich fand den Streifen halt ganz geil. Ja, hier habe ich die Aufkleber von meinen Partnern, die hier am Auto mitgewirkt haben. Foliencenter NRW hat natürlich die super geile Folierung hier gemacht. Und zur ECD Performance komme ich gleich noch. Ich gehe noch kurz mit euch ans Heck. Ach ja, das Dach ist natürlich auch original. Das wurde auch nicht foliert. Hier am Heck sieht man auch noch mal diese nachträglichen Embleme. Viele haben mich gefragt, warum ich die hinten nicht weggelassen habe, aber die gab es halt als ganzen Satz und ich
ja, ich finde es einfach irgendwie nackig, so ohne Embleme hinten. Ist ja halt eine Geschmackssache. Ja, den Stern, den habe ich lackieren lassen, als ich meine Sommerfelgen auch schwarz habe lackieren lassen. Und dann zeige ich euch mal das Interieur. Oh Gott, bitte schaut euch nicht die Fußmatten an, die verdecke ich einfach mal. Jetzt kommen wir zu meinem Partner ECD Performance. Was hat es damit auf sich? Da gibt es nochmal auch ein eigenes Video zu, sowohl zu der Folierung als auch zum Interieur. Wenn euch das interessiert, schaut euch das auf jeden Fall an. ECD Performance hat bei mir das komplette Interieur neu gemacht. Alles, was ihr hier in Alcantara seht bei dem Fahrzeug, ist neu und auch ein paar Carbon-Teile. Denn ich habe zwar das Carbon-Paket in dem Fahrzeug bestellt, aber das bestand nur aus dem Carbon-Lenkrad, also original vom Hersteller, und aus der Mittelkonsole hier. Was ECD Performance gemacht hat, ist, die haben diese Teile hier noch in Carbon gemacht. Komplette gleiche Struktur, gleiches Carbonmaterial wie auch vom Hersteller. Das heißt, man sieht echt keinen Unterschied. Es könnte vom Hersteller sein. Und was ich auch haben wollte, waren hier diese Spangen im Sitz. Die waren nämlich genauso auch aus diesem gebürsteten Aluminium. Ich finde, das wertet das Ganze einfach so viel mehr auf und du findest halt, im Originalzustand kriegst du so einen C63 nicht, weil du keine Möglichkeit hast, zum Beispiel beim C63 hier Alcantara-Sitze mit Rautensteppung zu bestellen. Das geht zum Beispiel nicht. Ich fand das halt super geil. Vorher war das nur normales Alcantara mit den Nähten so quasi in waagerecht hier so. Und dann habe ich gesagt, nee, ich finde halt Alcantara-Rautensteppung richtig schön. Und dann hat der André von ECD Performance mir das so gemacht. Das ist auch noch so super unterfüttert. Also man kann hier so richtig schön reindrücken. Also auch wenn man drauf sitzt, das fühlt sich einfach noch mal viel angenehmer an. Das Alcantara fühlt sich viel hochwertiger an als das, was vorher drin war. Hier sieht man zum Beispiel das Originale. Sieht super schnell abgegriffen aus. Ich bin schon fast am Überlegen, das auch noch irgendwie machen zu lassen. Er fühlt sich nicht so schön an. Also es hat mir echt nicht so gefallen, muss ich sagen. Und die Nähte sind auch alle angepasst farblich zu den Originalnähten. Das sind die Originalnähte. Da hat der André so eine ganze Farbpalette an Nähten gehabt, hat die da dran gehalten. Also es ist genau die gleiche Farbe, damit es auch irgendwie passt. Wenn man jetzt hier blaue Nähte genommen hätte, das wäre für mich zu viel Kirmes gewesen. Wenn du hier dann Silber hast, hier blau. Ich habe auch silberne Anschnallgurte. Genau, das konnte man auch konfigurieren. Ich glaube, schwarz, silber und rot ging. Ich fand die silbernen schön. Ich finde, das hat irgendwie was. Dann habe ich noch, vielleicht habt ihr das auch gesehen, gibt es auch noch mal ein einzelnes Video dazu, mir hier so eine Dashcam, sieht man jetzt nicht, fokussiert nicht, Dashcam eingebaut. Leider fokussiert meine Kamera jetzt gerade nicht. Vorne und hinten. Und ich muss auch sagen, seitdem ich die Dashcam habe, fahre ich einfach viel ruhiger. Grundsätzlich. Weil man einfach weiß, egal was passiert, wenn du nicht dran schuld bist, du kannst es immer beweisen. Das gibt dann einfach so ein ruhiges, sicheres Gefühl und ich bin schon fast am Überlegen, in mein anderes Auto auch eine Dashcam einzubauen, weil es passieren doch so viele Sachen am Tag im Straßenverkehr, wo man sich dann einfach wünscht, oh Gott, hoffentlich passiert irgendwie nichts und wenn, dann hoffentlich sind Zeugen dabei, ne? Vielleicht kennt ihr die Situation oder hattet die schon mal, also damit fährt man doch wesentlich ruhiger. Ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Zeit hier so einen schwarzen Punkt hatte. Soll das jetzt weg sein? Ja. Das war so mein Fazitvideo zum C63S AMG Coupé. Würde ich mir nochmal einholen? Jetzt erstmal nicht, was nicht bedeutet, dass ich mir nie wieder einholen würde, aber ich will ja auch mal wieder ein anderes Auto fahren. Macht ja keinen Sinn, sich zweimal hintereinander das gleiche Auto zu holen. Mein nächstes Auto wird definitiv wieder was anderes. So viel schon mal dazu. Ich weiß bis heute noch nicht was. Ihr werdet es natürlich früh genug erfahren, wenn es soweit ist. Erstmal bis August habe ich jetzt hier das Baby noch. Und das sollte auch erstmal ausreichen. Was vielleicht auch noch interessant für euch ist, wie sieht es denn aus bei dem Wagen mit dem Verbrauch? Schaue ich gerade mal nach. Also hier habt ihr mal so einen ganz groben Durchschnitt für die letzten 3655 Kilometer. Da liege ich verbrauchstechnisch im Durchschnitt bei 11,8 Liter. Was gar nicht so viel ist meiner Meinung nach für einen C63. Natürlich kann man mit dem auch mehr verbrauchen, aber ich habe ja gerade schon erklärt, ich fahre gar nicht permanent Vollgas mit dem. Wie viel bin ich insgesamt schon mit dem gefahren? Das interessiert mich jetzt selber. 10.014 Kilometer, gerade die 10.000 Kilometer Marke geknackt. Nach fast einem halben Jahr auch die Hälfte der Kilometer, die im Leasingvertrag vereinbart ist. Also insgesamt kann ich in einem Jahr mit dem Wagen 20.000 Kilometer fahren. Ich dachte erst, das wird ein bisschen knapp, aber wenn ich jetzt genau bei der Hälfte, auch bei der Hälfte der Zeit liege, sollte das ja eigentlich passen,
oder? Ja, so viel schon mal dazu. Ich hoffe, das war ein bisschen aufschlussreich für euch. Also das waren so meine ganzen Gedanken mal zu dem Auto. Euch das ganze Auto nochmal gezeigt für die Leute, die auch ein bisschen neu dabei sind hier auf meinem Kanal. Schreibt gerne mal alle eure Gedanken zum C63S AMG in die Kommentare. Wäre das ein Auto für euch? Wenn ja, warum? Wenn nein, auch warum? Seid ihr lieber Kombi, Limo oder Coupé-Fan? Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns natürlich in meinem nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und vergesst natürlich auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!